Wunderschönen guten Morgen, du da draußen. Man munkelt, dass Mückenstiche oder generell Insektenstiche eigentlich harmlos verlaufen sollten. Aber weil das nicht immer der Fall ist, habe ich heute einen extra Special Guest mitgebracht, nämlich der Lukas. Und ich würde mal sagen, ohne weiter um den heißen Brei zu reden, ich bin Max. Ich bin Lukas. Ich bin Barbara. Und wir reden heute über Insektenstiche und in Lukas Fall jetzt Mückenstiche und vor allem, was du da draußen beachten musst, damit es nicht so weit kommt, wie es beispielsweise bei dir gekommen ist. Stiche generell können unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Manche eben so schwer, dass sie ärztliche Hilfe benötigen, gerne auch über uns in Beratung oder eben bei ganz schlimmen allergischen Reaktionen natürlich auch mit sofortiger Klinikeinweisung. Wenn du dir unsicher bist über die Stichreaktion, Schmerzen hast, melde dich gerne bei uns in der Dermanostik-App. Okay, ich habe es gerade eben schon gesagt, ne, Lukas, ich habe ungefähr irgendwas gehört, was dir passiert ist. Aber erstmal schön, dass du hier heute bei uns bist. Schön. Ne? Ich würde dich auch direkt reden lassen und uns erstmal erzählen lassen, was genau passiert ist. Ja, also es war so, dass ich auf einem Festival war und da auch keinen Empfang hatte und einen Mückenstich hatte, der dann, ich sag mal so, es sah so aus, als ob der ein bisschen rot würde, ein bisschen dicker würde, aber da ich immer ein bisschen damit zu tun habe, dass Mückenstiche bei mir ein bisschen heftiger reagieren, habe ich mir da erstmal jetzt nicht so viel bei gedacht. Bis ich dann wieder zu Hause war und Fieber bekommen habe. Und ich dann dachte, ja okay, du warst auf dem Festival, vielleicht ist es einfach Corona, der Test war allerdings negativ. Genau, dann habe ich mir gedacht, naja, du hast ja immer so eine App programmiert und habe die Dermanostik-App genutzt. Genau, und dann kam halt raus, dass es ein Risipel ist. Das heißt schon im Prinzip in einem fortgeschritteneren Entzündungsstadium. Ja. Gut, ich kann euch das ja mal zeigen, ganz kurz. Ja, das hört sich mit Sicherheit nicht nach einem unkomplizierten Insektenstich an. Das sind die Bilder. Aha, ja. Und das im Vergleich zu dem anderen Fuß. Ja. In welchem Zeitraum hat sich das entwickelt? Ich glaube, der Stich müsste Freitagabend gewesen sein und das sind die Bilder von Montag. Genau, also das ist dann keine direkte Insektenstichreaktion, sondern eine Komplikation von diesem Insektenstich, dass Bakterien durch diese kleine Wunde eingedrungen sind und sich ein Erisipel, auch als Wundrose bekannt, entwickelt hat. Und das ist eine schwere bakterielle Entzündung der Haut. Ja. War gut, dass du dich gemeldet hast und die Behandlung gestartet hast. Ja, genau. Also tatsächlich habe ich dann auch eine Antibiose verschrieben bekommen und dann ist es auch relativ schnell abgeklungen, wobei das schon auch sehr anstrengend, sage ich mal, war und ich dann schon noch eine gewisse Zeit flach lag. Ja, es ist eine bakterielle Erkrankung und es war wirklich gut, dass da zeitnah die Antibiose erfolgt ist. Es hätte sich weiter ausbreiten können und die Hauptkomplikation geht Richtung Blutvergiftung, Sepsis, also Erisipel und eben Fieber nach Insektenstich wirklich nicht zu unterschätzen. Ja, das habe ich da dann auch gemerkt. Ja. Das ist auf jeden Fall echt erstmal eine krasse Situation gewesen. Ich habe das auch noch nicht gesehen, dass sich ein Mückenstich so weit entwickeln kann. Faktisch, du hast es gerade eben schon angesprochen, Barbara, wie genau das entstanden ist und was genau da passiert ist. Also im Endeffekt, um das nochmal zusammenzufassen und auch nochmal zu gucken, ob wir alles richtig verstanden haben. Dieser Mückenstich hat dafür gesorgt, dass es zu einer bakteriellen Entzündung kam, die dann letztendlich dafür gesorgt hat, dass das Ganze so angeschwollen ist, wie es ist. Ja. Okay. Aber eben die direkten allergischen Reaktionen nach dem Mückenstich, die hast du sofort. Deswegen habe ich gefragt, wann war das? Ja. Und das war halt hier von Freitag. Verstehe. Und dann im weiteren Gang hast du dich dann bei Dermanostik gemeldet, Lukas, und dann ging dann deine Behandlung. Genau, dann habe ich das Rezept direkt an eine Apotheke bei mir in der Nachbarschaft übermitteln lassen und meine Freundin hat mir die Antibiose abgeholt. Ich habe an dem Abend noch damit gestartet. Genau, dann ging das Fieber tatsächlich auch nochmal rauf. Also ich hatte relativ hohes Fieber dann. Ich glaube bis 39,5 oder so war das. Trotz Ibuprofen. Körper hat sich gewehrt. Genau, mein Körper hat sich gewehrt. Und nach 1-2 Tagen ging dann das Fieber auch sehr stark runter und war wieder normalisiert, die Körpertemperatur, und man sah, dass der Fuß begann abzuschwellen. Also tatsächlich ist es so, dass ich
was Ähnliches schon mal vor, ich glaube, 3 Jahren oder so einen Schwedenurlaub hatte. Und da ist es einfach von alleine wieder abgeklungen. Es war aber auch nicht ganz so schlimm. Und darum dachte ich halt so, ja, okay, es wird wieder das Gleiche sein, das geht wieder weg. Und aber deswegen... Du wirst ja nicht irgendwie jedes Mal, wenn du gestochen wirst, der Manostik anrufen. Also die Alarmglocke. Das wäre gar nicht tun. Also das... Ja, genau. Und darum habe ich halt dann erstmal weiß nichts, aber dann, und nachdem weil du das ja eh kennst, hast du gedacht, naja, mal gucken, Ja, aber genau, das war dann doch ein bisschen anders als beim letzten Mal letztendlich. Und vor allem dann in Kombination mit dem Fieber war ich dann doch ein bisschen beruhigt auf jeden Fall. Gut, dementsprechend rückblickend kann man eigentlich so ein bisschen zusammenfassen, unabhängig davon, ob die Dinge jetzt schon dramatisch sind oder nicht, ist es immer wichtig, sich die ganzen Sachen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit anzugucken, auch ein bisschen ernst zu nehmen, um halt wirklich den weiteren Verlauf nicht erstmal so ausarten zu lassen und schon frühzeitig anfangen zu können mit der Behandlung. Na? Deswegen ist es auch nochmal so eine Sache, wo ich dich jetzt, Barbara, einfach fragen würde, gibt es denn eine andere Möglichkeit oder vielleicht Tipps, wie ich vielleicht auch selbst irgendwas machen könnte, weil im Endeffekt wegen einem Mückenstich wird jetzt nicht jeder der Monastik öffnen und sagen, oh, ich mache jetzt erstmal ein Foto, lass das Ganze untersuchen, so weißt du. Also ihr meint jetzt, vorbeugen ist besser als heilen, bin ich absolut bei euch. Vorbeugen kann man, indem man eben zum Beispiel, wenn man weiß, dass man durch Wiesen läuft und so, vielleicht doch mal Socken anzieht, einfach mechanisch schützt. Und dann gibt es herrliche Repellents, also Antibrom, Autan. Wenn man sich einreibt, schreckt das auch schon ziemlich Mücken, auch Zecken ab. Das ist eigentlich auch eine gute Sache. Wenn es denn trotzdem passiert, kann man, es gibt hier, das finde ich so tricky, einen Bite Away. Das ist ein Stab, der über eine Wärmeentwicklung arbeitet. Man setzt ihn auf den Mückenstich auf und es wird dann heiß für 15 Sekunden. Ist nicht gerade angenehm, aber wenn man denkt, es geht nicht mehr, hört es von alleine auf. Und der Mechanismus ist, dass das Insektengift zerstört wird. Und dadurch eben keine Rötung, Schwellung und auch keine kleine Wunde entstehen kann, die eben, denke ich, in deinem Fall des Wurzelsübels war. Du kannst, wenn du eben weißt, du bist jetzt unterwegs, wandern, Festival, was auch immer, auch ein bisschen Desinfektionsspray mitnehmen. Gibt es in kleinen handlichen Flaschen, 15 Milliliter. Jetzt durch Corona kennt jeder das. Wenn man direkt eben das aufträgt, kann man unter Umständen auch so eine Infektion verhindern. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich da absolut mitnehmen würde. Dieses Gerät, ich glaube, man unterschätzt es immer ein bisschen. Man denkt sich so, ja, das ist so ein bisschen. Ich habe auch erst gedacht, was soll der Blödsinn? Aber das ist tatsächlich wirklich sehr gut. Aber was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, Lukas, du hast es ja vorhin in deiner Einleitung schon so ein bisschen angeteasert, dass du hier am Entwicklungsprozess von Dermanostik so ein bisschen teilgenommen hattest. Ja, genau. Mich würde jetzt ein bisschen interessieren, wie das Ganze letztendlich für dich sich so im Nachhinein auch so als Patient ergeben hat, dass du dann tatsächlich entschieden hast, Patient zu werden und mal dir die andere Seite anzugucken. Ja, also ist ja so, dass ich quasi seit Tag 0 bei Dermanostik bin und die App programmiert habe und die Entwicklung verantworte aus technischer Sicht. Genau, und ich habe die App auch schon öfter selber benutzt, wegen Kleinigkeiten, wir haben so eine Sonnenallergie und sowas, aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich irgendwas hatte, wo ich dachte so, okay, das ist jetzt brauche ich mal wirklich eine Behandlung, weil ansonsten muss ich halt irgendwie zu einem Arzt vor Ort oder auch ins Krankenhaus gegebenenfalls, weil es war ein Montag, naja, egal. Das ist das Ding. Das ist auf jeden Fall interessant zu hören, weil das Ding ist, im Endeffekt, wir sind ja auch alle, nur weil wir hier arbeiten, trotzdem Menschen. Und es ist auf jeden Fall cool zu hören, dass du dann trotzdem in der Situation, wo du dann halt keinen Arzt in der Nähe hattest, dir denken konntest, ey, eigentlich, das habe ich gemacht und das funktioniert und jetzt mache ich es und jetzt probiere ich es. Und dann hat es auch noch geklappt mit allem Möglichen. Also es war auch echt gut, das mal so aus der Patientenbrille nochmal zu sehen, auch dann für die Entwicklung. Also ich habe tatsächlich auch so einige Sachen mitgenommen,
die ich sage, okay, hier und da könnten wir noch was verbessern einfach. Sehr gut. Und genau, das ist tatsächlich aber schon eingebrieft und wird umgesetzt. Das darum auf jeden Fall war das auf jeden Fall ganz gut. Ja, weißt du, wenn du mit 39 Fieber zu Hause liegst, dann weißt du auch den Vorteil zu schätzen, dass du dich eben nicht in die Notambulanz schleppen musst, sondern eben die Kraft halt nur minimal für die für das, was du machen musst, um die Beine zu bekommen. Das stimmt auf jeden Fall. Im Krankheitsfall ist das sehr, sehr wichtig. Ja. Nee, das fand ich auch. Also das war sehr angenehm. So, auch dieser ganze Prozess, dass ich mein Rezept bekommen habe und dann direkt loslegen konnte. Und dann gab es noch eine Nachkontrolle. Und dann, ich hatte zwischendurch mal eine Frage, so, weil ich ein bisschen besorgt war, ob das Fieber nicht zu hoch ist. Dann habe ich den Patientensupport auch noch geschrieben. Die haben mir auch geantwortet und sagen so, ja, müssen wir auf jeden Fall beobachten, aber es ist normal, dass das nach Einnahme der ersten Antibiose erstmal nochmal hochgeht. Und so konnte ich auch ein bisschen beruhigt werden. Aber da konntest du halt beruhigt sein und musstest da jetzt nicht halbstündlich messen und dauernd auf das Thermometer gucken. Ja. Das ist wirklich super cool zu hören, dass im Endeffekt das, was wir die ganze Zeit schon hier entwickelt haben, auch jetzt hier seinen Nutzen für dich hatte und du daraus Dinge mitnehmen konntest. Ich fand auch das Interview generell jetzt mit dir und auch mit dir zusammen, Barbara, wirklich sehr schön. Deswegen, Leute, um das Ganze auch nochmal hier so zum kleinen Schluss zu bringen und auch zusammenzufassen, im Endeffekt ist es so, Leute, wenn ihr irgendwas sehen solltet mit eurer Haut, sei es irgendwie eine andere Farbe oder irgendwelche Auffälligkeiten und ihr diese Dinge besprechen wollt, dann meldet euch unbedingt bei Dermanostik. Wir haben jetzt hier ein Beispiel mal gehabt, dass es tatsächlich wirklich kompetente Ärztinnen bei uns gibt, die euch da beraten und auch bei eurem Behandlungsprozess begleiten, eure Rezepte für euch vorbereiten. Dementsprechend würde ich einfach sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund, nehmt Mückenstich oder andere Stiche, wie gesagt, ernst, ne? Und euch beiden wünsche ich natürlich auch noch einen schönen Tag, ne? Dankeschön. Ansonsten, ihr Lieben, wir sehen uns, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.